Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine leckere Pfannkuchenpizza bzw. einen Ofenpfannkuchen mit Thunfisch und Tomaten. Dafür als erstes 200 Gramm Mehl und einen halben Teelöffel Backpulver in einer Schüssel kurz miteinander verrühren. Als nächstes kommen 3 Eier sowie 400 Milliliter Milch dazu. Das Ganze anschließend mit einem Schneebesen oder einem Mixer für ein paar Minuten verquirlen, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist. Wenn das erledigt ist, den Teig kurz zur Seite stellen, jetzt die restlichen Zutaten bereitstellen, außerdem 250 Gramm Cherrytomaten mit einem Messer halbieren. Und wenn das erledigt ist, können wir den Pfannkuchen belegen, dafür den Teig auf ein tiefes, mit Backpapier ausgelegtes Backblech gießen, dann die vorbereiteten Tomaten darauf verteilen, als nächstes eine Dose abgetropften Thunfisch in eigenem Saft ebenfalls gleichmäßig auf dem Pfannkuchenteig verteilen und dann noch 150 Gramm geriebenen Käse drüber streuen. Ich habe hier Gouda verwendet. Zum Schluss würzen wir noch mit etwas Oregano oder Pizzagewürz und einer sehr guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer. So sieht die fertig belegte Pfannkuchenpizza dann aus. Jetzt in den vorgeheizten Backofen schieben für etwa 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze, bis der Teig durchgebacken und der Käse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Die fertige Pfannkuchenpizza anschließend aus dem Ofen holen. So sieht sie dann aus. Zum Schluss mit etwas Basilikum garnieren und danach in Stücke schneiden und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.